Wusstest du, dass deutsche Männer in einem Kriegsfall zum Kriegsdienst gezwungen werden können? Das besagt zumindest ein aktuelles Urteil vom Bundesgerichtshofs. Die Interpretation, die sehen wir uns heute an. Auch das neue Wehrdienstmodernisierungsgesetz, also wo ja auch mehr und mehr in diese Richtung vorbereitet wird. Und wir sehen uns auch an, also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt nicht Wehrpflicht machen, beziehungsweise ich möchte auch nicht in den Kriegsdienst leisten, welche Möglichkeiten hast du? Und ich sage es vorweg, es ist nicht das lustigste Video, was wir jetzt heute in Faszination Freiheit gemeinsam durchgehen, und wir werden auch zukünftig wieder lustigere Videos haben. Nichtsdestotrotz, wenn dir deine Freiheit wichtig ist, dann ist es ein wichtiges Thema, was wir jetzt nicht ignorieren können. Und deswegen, sehen wir uns das heute gemeinsam an und auch immer konstruktiv. Was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten? Was kann man denn wie, wo tun? Um sich auf welchen Fall auch immer vorzubereiten. Wir sehen uns auch verschiedene Szenarien an und wir sehen uns auch, wie ist eigentlich die rechtliche Lage jetzt speziell in Deutschland in diesem Video gemeinsam an. Schauen wir uns aber erstmal an, wie ist denn so der Grundtenor, wie ist so die Grundstimmung der europäischen Politik. Und das, was wir erleben, ist ja wirklich so, die EU wird ja mehr und mehr umgebaut, und zwar mehr und mehr in eine europäische Verteidigungsunion. Militärische Eigenständigkeit wird mehr und mehr gefördert und Stärkung der Rüstungsindustrie, wo Milliarden und Billionen inzwischen hineingepumpt werden. Und bis 2030 sollen die Streitkräfte auch in den einzelnen Ländern deutlich ausgeweitet werden. Deutschland hat auch mit dem Gesetz auch bereits einiges vorangebracht. Und was das eigentlich bedeutet jetzt, das sehen wir uns an. Und warum das auch die älteren Jahrgänge sich vielleicht nicht 100% entspannen sollten oder können im Fall der Fälle, auch das sehen wir uns in diesem Video jetzt gemeinsam an. Hierzu interessant aber ein aktuelles Zitat, und zwar von dem NATO-Chef Rutte. Und was er nämlich zur aktuellen Situation sagt und worauf das er die Bevölkerung in der EU vorbereitet sozusagen, das sehen wir uns hier mal gemeinsam an. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the skill of war our grandparents and great-grandparents endured. Also ich persönlich konnte es eigentlich gar nicht glauben, was er da sagt. Also es wirkt wirklich so auf ein Kriegsszenario bereits fast schon eingeschworen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es ähnliche Kriege gibt, wie wir historisch gesehen haben, also Großeltern. Das heißt, also der Zweite Weltkrieg ist ganz konkret damit gemeint. Und wenn wir uns einfach die Rhetorik anschauen und wie viel Diplomatie gibt es dort draußen eigentlich noch, dann ist es an sich sehr, sehr deutlich. Das heißt, eher Eskalation statt Deeskalation. Und eher Kriegsvorbereitung, Milliarden einfach reinpuppen, aber auf keinen Fall, bitte auf keinen Fall miteinander sprechen. Dass es aber Diplomatie gegeben hat, das haben wir in den USA gesehen, seitdem Trump dort mit dabei ist, und dass es eine gewisse Annäherung gab. Also Putin ist für Diplomatie bereit und offen. Wenn wir uns einfach die EU anschauen, da kannst du dir auch dein eigenes Bild machen. Und ich weiß, es gibt da jetzt zwei Fronten, weil ich sage jetzt mal, diejenigen, die die EU-Position teilen, die sagen, der bereitet bereits vor, der wird einmarschieren, mit der Ukraine hat er nicht genug. Und dann gibt es aber auch die andere Front, wie gesagt, ohne neutrale Wertung, die sagen, warum sollte Putin, wenn er da schon in der Ukraine feststeckt und da auch schon Probleme hat, warum sollte er dann weitermachen und warum sollte er einen Kontinent angreifen, den also wirtschaftlich, auch zahlenmäßig von der Bevölkerung und auch militärisch an sich deutlich überlegen ist, dass es überhaupt keinen Sinn ergeben würde. Und dass er sich auch nie dazu geäußert hat, dass er das Ganze vorhätte. Und dass eben Ukraine auch bestimmte Gründe gehabt hätte, die nicht vergleichbar sind, zum Beispiel mit dem Rest Europas. Wie auch immer, ich überlasse dir, zu welcher Position das du gehörst. Das ist nicht das heutige Thema. Nichtsdestotrotz, wir sehen, es gibt keine Diplomatie. Und wenn wir uns anschauen, wie willst du einen heftigen Streit, vielleicht wie in einer Partnerschaft, das ist ja auch durchaus ähnlich, ne? Also wenn man dann einen heftigen Streit hat und einfach sagt, man redet einfach nicht mehr miteinander, wie will man diesen Streit denn wirklich beilegen? Also es braucht zwei Parteien, die miteinander reden wollen, auf eine konstruktive Art und Weise. Nun gut, den Rest, wie gesagt, kannst du selber interpretieren, überlasse ich dir. Also wir sehen uns jetzt mal das deutsche Wehrdienstmodernisierungsgesetz an, welches ja am 01.01.2026 in Kraft tritt. Und es gilt für alle Jahrgänge ab 2008, also die am 01.01.2008 geboren sind. Und da finden die ersten Musterungen schrittweise ab 2026 statt. Und es ist ein Hybridmodell zwischen Freiwilligkeit und Pflicht. Das heißt, es startet erstmal freiwillig. Und dort werden ca. 700.000 Männer pro Jahr angeschrieben, die freiwillig dann auch den Wehrdienst machen können. Dieser dauert 6 Monate. Der wurde übrigens nochmal erhöht, sind jetzt 2.600 €.
im Übrigen nochmal, wer muss das alles bezahlen? Ne? Genauso wie Sondervermögen, was ja Sonderschulden sind, aber es klingt einfach besser und kuscheliger. Ne? Dann, also wer muss das Ganze dann letztendlich bezahlen? Auch diese Mehrkosten und Co., die also auch dann in Kriegsvorbereitungen und Verteidigungsvorbereitungen, wer immer man das nennen möchte, ist ganz klar, wer darf es bezahlen? Ja, genau. Also, das heißt, immense Kosten, die nochmal zusätzlich auf den Steuerzahler umgewälzt werden. Der Part zur faktischen Wehrpflicht ist aber rechtlich bereits vorbereitet. Und es gibt einige Stimmen, die auch ganz klar sagen, also es wird nicht genug Freiwillige geben und so, dass es eine Bedarfswehrpflicht geben wird, die dann auf die ausgeweitet werden kann. Und zwar, das bedeutet Losverfahren unter den Tauglichen. So, jetzt, wenn du vor 2008 geboren bist, dann wirst du vielleicht sagen, auch nochmal Schwein gehabt, ich muss mich damit gar nicht beschäftigen. Aber der Gesetzestext sagt nämlich auch ganz explizit für ältere Jahrgänge, ihre Musterung erfolge außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles zunächst noch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, nächster Bereich von diesem Video. Was ist jetzt ein Spannungs- und was ist ein Verteidigungsfall? Ist es dasselbige oder was ist damit gemeint? Oder gibt es klare Definitionen? Und zwar gibt es zum einen erstmal den Spannungsfall. Der ist im Artikel 80a im Grundgesetz und ist die Vorstufe des Verteidigungsfalls. Und bei beiden ist es so, dass der Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit benötigt und der Bundesrat zustimmen muss. So, und was bedeutet das Ganze dann? Es ist erst einmal nicht exakt definiert. Also was ist jetzt eigentlich ein Spannungsfall? Sind wir da nicht eigentlich schon? Also es gibt eine gewisse Ermessensinterpretation, was damit genau gemeint ist. Dann wird die Wehrpflicht auf jeden Fall in diesem Fall automatisch reaktiviert. Das heißt, ältere Semester können auch in den Wehrdienst einberufen werden. Dann Teile der Notstandsverfassung treten in Kraft, die Bundeswehr erhält erweiterte Befugnisse und die Grundrechte können eingeschränkt werden. Aber ist ja nicht so schlimm, das sind wir ja eigentlich schon gewohnt. Ja, also die kritische Bewertung hierbei, weil es ist eine schwammige Definition. Was ist dann jetzt eigentlich eine Spannungslage? Gut, und dann gibt es den Verteidigungsfall. Und auch dafür haben wir ein Gesetz. Und zwar auch im Grundgesetz, Paragraph 115a dort. Und zwar, wenn Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Und das bedeutet eine vollständige Aktivierung aller Notstandsverfassungsbestimmungen. Die Wehrpflicht wird voll aktiviert, alle Grundrechte können eingeschränkt werden. Bundeswehr erhält umfassende Befugnisse, die Gesetzgebung wird vereinfacht, also sprich Notstandsgesetze. Aber sagen wir, wie gesagt, so ein paar Sachen in der Richtung haben wir mit Corona ja schon auch erlebt. Also wissen wir schon so, wie das ablaufen kann im Fall der Fälle. Okay, wollen wir das mal zusammenfassen und einfach auch mal verschiedene Szenarien mal gemeinsam durchspielen. Also welche gibt es denn hier? Also zum einen erstmal, es bleibt erstmal bei dieser freiwilligen Wehrpflicht. Und zwar, es wird genug Freiwillige geben etc. Die Wahrscheinlichkeit wird mit eher gering eingestuft, zumindest auch laut dem sehr, sehr bekannten Anwalt Solmecke, der gesagt hat, es wird nicht genug Freiwillige geben. Dann das nächste Szenario, und zwar, dass die Bedarfswehrpflicht 2027 oder etwas später wird aktiviert, weil man sieht, wir kriegen nicht genug junge Männer her, damit wir uns vorbereiten auf einen etwaigen Krieg etc. So, jetzt wird also die Bedarfswehrpflicht aktiviert und dann gibt es ein Losverfahren. Und hier kann die Wahrscheinlichkeit als ziemlich hoch eingeschätzt werden. Ja, jetzt haben wir ja gerade angeschaut, was ist jetzt ein Spannungsfall etc. So, und auch hier, und da glaube ich, kann man durchaus sagen, dass es vielleicht nicht so unwahrscheinlich, dass das weiter eskalieren könnte. Ja, mit den Folgen, die wir gerade gesehen haben, Wahrscheinlichkeit, vielleicht mittel, vielleicht sogar sehr hoch, mit den geopolitischen Spannungen, mit dem Russland-Konflikt. Was soll man mal dazu sagen? Ich meine, das würden unsere Politiker niemals tun. Also die sind da nicht so gestrickt, die würden ja dem Volk auch nichts irgendwie vorspielen etc., sondern die sind ja ganz grundehrliche Menschen, wie wir auch sehen können. Aber was es zumindest auch schon mal in anderen Ländern dieser Welt zumindest gegeben hat und was wir da sehen können, dass also auch von Politikern und von Führungskräften, Eliten etc. Sachen dargestellt werden, die gar nicht so sind. Also wir haben das zum Beispiel im Irakkrieg gesehen, da gab es dann vermeintliche Beweise von den ganzen Waffen, die dort im Irak sind, man muss unbedingt einmarschieren und Co. Komischerweise hat man dann davon nichts gefunden. Ne? Ja, also das heißt, diejenigen, die dort auch Kriege angezettelt haben, die laufen heute übrigens auch noch frei rum. Dem wurde nie Anklage erstellt. Also solche Dinge gibt es leider auch in dieser Welt. Ja, und dann das Worst-Case-Szenario, das wäre der Verteidigungsfall. Und Wahrscheinlichkeit will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Es gibt unterschiedliche Lager, die hatte ich auch schon mal zusammengefasst. Das heißt,
Die EU würde einen Präventivschlag theoretisch machen oder Russland würde dann Europa angreifen. Ja, muss man mal schauen natürlich, was ist da wie wirklich vorher passiert. Mein Tipp und Empfehlung, möglichst immer alle Parteien dazu anhören. Das heißt also einfach lies dir die offiziellen Medien durch, aber auch die alternativen Medien und dann eben schauen, okay, was macht davon eigentlich wirklich Sinn und wem dient eigentlich was dort draußen? Und jetzt mal angenommen, dieses Szenario 4 würde eintreten. Was könnte jetzt Deutschland machen in so einem Kriegsfall? Also wir schauen uns mal an, was in der Ukraine passiert ist, weil das war ja ein europäischer Nachbar, wo das Ganze passiert ist. Und was hat der Staat denn da gemacht? Also zum einen mal, es gab ein Ausreiseverbot von Männern zwischen 18 und 60 Jahren. Es gab Zwangsrekrutierungen. Es gab Straßenkontrollen und sogar Razzien in Bars und in Restaurants. Dann Teilmobilisierung von Reservisten. Die Bevölkerung hat vielfach Fluchtversuche oder auch Widerstand geleistet. Dann gab es weitere Mobilisierungsgesetze, dann auch teilweise wieder Lockerung. Warum war die Bevölkerung auch teilweise auf die Barrikaden gegangen? Also, und das ist auch nochmal dieser Hinweis. Also ein paar Leute von oben und generell in jedwedem Kontrollsystem können die Menschen nur kontrollieren, wenn diese alle mitmachen. Würde die breite Masse nicht mitmachen, Non-Compliance, dann würde es nicht passieren. Tja, ist jetzt nicht unbedingt absehbar, aber es sei einfach mal erlaubt, dieser Hinweis. Und jetzt der Oberknaller ist, denn deutsche Männer können zum Kriegsdienst gezwungen werden. Das sagt zumindest der Jurist René Beuke. Er hat 7 Jahre für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gearbeitet und sich mit Asylfällen, Abschiebungen und so weiter auseinandergesetzt. Und da gab es ein interessantes Urteil. Da ging es nämlich darum, und zwar kann man jetzt Ukrainer abschieben, ja, weil die dort ja Kriegsdienst machen müssten. Und der wurde dann abgeschoben. Aber es hat sich thematisch mit etwas komplett anderem, sagen wir, auf deutscher Ebene beschäftigt. Und zwar wurde dort gesagt, naja, der muss abgeschoben werden, weil in Deutschland gilt ja im Prinzip Ähnliches. Und mal schauen, was der Herr Beuke dazu sagt. Und zwar der BGH sagt, Ukrainer dürfen ausgeliefert werden, weil auch Deutsche im Krieg gezwungen werden können zu kämpfen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Politik, die eine Konfrontation mit Russland heraufbeschwört, halte ich das für hochbrisant und gefährlich. Also, nicht wundern, jetzt hier, weiß nicht, ob man es hören kann, jetzt hier im Hintergrund sind so die Zikaden, die jetzt hier anfangen. Aber es passt hier irgendwie auch ein bisschen mit dazu. Auf jeden Fall, jetzt schauen wir uns auch an, was kannst du denn grundsätzlich tun? Welche Möglichkeiten gibt es jetzt auch für die Wehrpflicht und auch für Kriegsdienst und Co.? Was könnte deine Position verbessern, wenn du jetzt sagst, okay, das trifft jetzt nicht so ganz meine Werte- und Moralvorstellung und ist jetzt nicht, was ich normalerweise tun würde? Also zum einen haben wir hier die Kriegsdienstverweigerung. Finden wir auch im Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz. Und zwar, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und das gilt auch, wenn die Wehrpflicht also wieder reaktiviert wird. Das heißt, man muss einen Antrag stellen auf die Anerkennung. Und wenn man sagt, Gewissensentscheidung, also nicht politische Gründe, sondern Gewissensentscheidung ist nicht vereinbar. Wenn du jetzt aber schon eingezogen warst, die Wehrpflicht abgeleistet hast etc. Und bei mir ist es dann mit Verweigerung vom Kriegseinsatz nach Einzug, wird es teilweise schon etwas schwieriger, muss man auch sagen. Der Staat wird dann, ähnlich wie wir es in der Ukraine gesehen haben, neue Gesetze erlassen. Die werden es jetzt vermutlich nicht vereinfachen und verbessern, wenn man jetzt ja nicht herangezogen werden möchte. Das heißt, man würde dann sehen, was dann auch wirklich kommt. Grundsätzlich, man kann auf Kriegsdienstverweigerung gehen, wenn es noch nicht anerkannt war. Berufung auf Befehlsnotstand ist eine sehr hohe Hürde und Verweigerung aus Gewissensgründen, das muss begründet werden. Aber wie gesagt, im Krisenfall können andere Regeln gelten oder können bestimmte Dinge möglicherweise auch ausgesetzt werden. Und eine strafrechtliche Verfolgung ist hier durchaus möglich. Dann eine Flucht ins Ausland hat einen Vorteil, aber es ändert nichts an den Gesetzen. Wenn du die deutsche Nationalität hast als Mann, dann gilt es grundsätzlich genauso. Aber du hast natürlich den Vorteil, du bist jetzt vielleicht nicht an allererster Stelle da, bist nicht so einfach erreichbar etc. Das kann aber trotzdem auch sein und es kann auch verfolgt werden. Und was kann es dann bedeuten? Zum Beispiel, es könnte der Pass gesperrt werden, es könnte eine Rückkehrforderung eingehen, es kann Geldstrafen geben und sogar eine mögliche Strafverfolgung. Also von dem her, es ist eine Möglichkeit, das heißt Auswanderung etc. Naja, du bist schon mal weiter weg, das ist definitiv vorteilhaft, aber das heißt noch nicht, dass die ganze Thematik komplett vom Tisch ist. Die sicherste Variante ist vermutlich folgendes, und zwar, dass du keinen deutschen Pass mehr hast. Das heißt, ja, seit 2024 ist es möglich, auch mehrere Pässe zu haben
und dann auch den Deutschen grundsätzlich auf die Seite zu legen. Und dann ist das hier vermutlich die sicherste und vor allem erst recht, wenn du dann noch im Ausland bist, dann dürfte dich solche Szenarien eben nicht mehr betreffen. Denn wie ist es denn für Männer zwischen 18 und 60 Jahren eigentlich? Und auch hier gibt es klare Regelungen, und zwar im Wehrpflichtgesetz, Paragraph Nummer 3. Männer von 18 bis 45 sind grundsätzlich wehrpflichtig und Männer von 45 bis 60 Jahren nur im Verteidigungsfall. Aber auch hier könnte es kommen. Wenn es also wirklich einen aktiven Krieg gibt, zum Beispiel jetzt mit Russland, ja, dann wird es auch für Männer über 45 und unter 60 ein Thema werden. Ja, und abschließend einfach noch ein allgemeiner Hinweis, weil es gibt ja mit dem relativ neuen und auch kontrovers diskutierten Selbstbestimmungsgesetz auch Männer, die fühlen sich mehr als Frau. Wenn das bei dir der Fall ist, dann könnte sich das durchaus positiv auswirken. Aber es gibt genauso den Paragraphen 8 Selbstbestimmungsgesetz, der eben vor Missbrauch schützen soll. Auch zu bedenken, die Anmeldefrist sind 3 Monate und noch 6 Monate Wartezeit danach. Das heißt, es dann irgendwie spontan zu machen, jetzt ist der Krieg etc. und dann nur um das zu machen, das wird realistisch betrachtet nicht funktionieren. Aber wenn du das mit Vorlauf machst und du ja weißt, dass du eine Frau bist, dann könnte das auch eine Möglichkeit sein, dann könnte sich das auch positiv auswirken. Gut, soviel zum heutigen Thema. Und ich weiß, es war nicht das lustigste Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Wir werden es hier updaten. Wir werden auch andere spannende Freiheitsthemen zukünftig haben, interessante, spannende Länder. Sei doch mit dabei. YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen und vor allem unsere Freitagsmails. Trag dich dort in Klartext E-Letter ein. Inzwischen bereits seit knapp 10 Jahren, da wo es ja hier auf YouTube und auf Social Media unsere wöchentliche Tippserie Faszination Freiheit gibt, dass du dort hier nichts verpasst. Und auch bei solchen Dingen übrigens wie zweiter Reisepass, dein Leben zu internationalisieren. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Da können wir dich natürlich gerne unterstützen. Melde dich dann gerne bei uns. Ansonsten, ich freue mich auf dich, wieder nächsten Freitag dich dort wiederzusehen. Ganz liebe Grüße hier aktuell aus Thailand, wo ich mich befinde. Und da werden wir auch wieder bessere Themen haben und auch bessere Zeiten. Also, ganz liebe Grüße. Bis bald, dein Thorsten Wittmann.